So, Askia 6 Tankrucksack ab sofort erhältlich. Das hier ist auch jetzt schon die finale Version, so wie ihr sie später bekommt. Ja, die 3 Features, die für mich ganz wichtig waren, ist das eine, dass er wasserdicht ist, ohne eine separate Hülle. Ihr wisst das, ihr fahrt los, die Sonne scheint, ein paar Minuten später fängt es an zu regnen. Ihr müsst stehen bleiben. Wollte ich nicht, also in sich wasserdicht. Das zweite ist, er soll sehr widerstandsfähig sein. Das erkläre ich euch später nochmal mit den ganzen Materialien, die wir da ausgewählt haben, die da zum Tragen kommen. Ihr sollt möglichst lange Spaß daran haben. Und das dritte, mein persönlicher Favorit, Einhandbedienung, auch mit einem klobigen Handschuh. Wer schon mal eine Mautstation gefahren hat und da bezahlen musste oder ein Ticket ziehen, der weiß das. Manchmal ist das eine Qual. Das ist hier nicht so und das erkläre ich euch jetzt. Hier vorne, das erste, was ihr seht, ist ein Fitlock-Magnetverschluss, der im Schiebeverfahren geöffnet wird. Da braucht ihr ein bisschen Übung, bis das flüssig funktioniert. Aber dann funktioniert es auch super, auch wenn ihr das über den Kopf macht mit eurer linken Hand. Aufklappen. Hier oben überall habt ihr so große Schlaufen zum Ziehen, dass ihr das Teil schnell auf und zu machen könnt. Alles mit einer Hand. Und beim Verschließen vom Fitlock ist es egal, aus welcher Richtung der kommt. Er muss nur in die Nähe kommen und er schnappt ein. Und schon ist er fest. Dieses Teil ist das angesprochene für die Mautstation. Hier oben habe ich im Regelfall immer eine Bankkarte drin, dass ich schnell drankomme zum Bezahlen. Und auch an der Seite überall sind diese großen Ringe zum Öffnen und zum Schließen. Wenn der fest am Motorrad ist, geht das nochmal einfacher. Deckel wieder drauf, Magnet in die Richtung bringen und schon ist das passiert. Jetzt gehen wir auf die Materialien ein. Das ist nämlich zum Thema Widerstandsfähigkeit ganz wichtig, dass ihr wisst, welches Material wurde hier verwendet und warum wurde das so verwendet. Das, was ihr hier in Grau seht, ist ein TPU, thermoplastisches Polyurethan mit 720D. Die Zahl beschreibt immer die Festigkeit oder die Stärke des Gewebes. Umso höher die Zahl, umso stärker ist das Gewebe. Das ist sehr widerstandsfähig, es ist auch nicht so umweltschädlich wie ein PVC. TPU hat also ganz, ganz viele Vorteile. An der Oberseite haben wir ein Hyperlon-Material, wird unter anderem auch für den Bau für Schlauchboote benutzt. Ist auch eins der widerstandsfähigen Materialien auf dem Markt, seht ihr auch häufig im Taschenbereich. Hier unten drunter seht ihr ein graues Gurtband, was dem Molle-System die Stärke gibt. Und das Hyperlon als zweite Schicht dient hier als UV-Schutz für das Gurtband. Deswegen eine Kombination aus beiden. Die UV-Strahlung macht das Gurtband irgendwann porös und das würde reißen. Deswegen die Kombi. Hier vorne haben wir nochmal den Fitlock. Der funktioniert wie gesagt magnetisch. Magnetismus verschwindet nicht. Und es sind keine Haken, die abbrechen können. Ihr könnt den tausendmal auf und zu machen, dran ziehen. Der hält eine Ewigkeit. Dritter wichtiger Punkt ist, dass alles, was im Tankrucksack drin ist, trocken bleibt, egal ob ihr jetzt im stärksten Regen fahrt oder beim Reinigen vom Motorrad mit dem Hochdruckreiniger auch über den Tankrucksack geht, um den sauber zu machen. Das ist gegeben durch 2 Faktoren. Einmal durch den Deckel, der nicht nur vor Regenwasser, sondern auch vor Staub den Reißverschluss schützt. Der Reißverschluss selbst ist ein YKK Zipper, wasserdicht. Den solltet ihr ab und an mal ein bisschen pflegen, denn besonders wenn ihr im Staub fahrt, Staub und Reißverschlüsse sind keine guten Freunde. Und wenn ihr eure Sachen immer trocken haben wollt, pflegt den Reißverschluss und dann habt ihr nie ein Problem. Kommen wir nun zu den Features von dem Tankrucksack. Wir beginnen mit dem Inneren. Wir haben hier einmal das Hauptstaufach mit einem Trenner in der Mitte, damit ihr eure Utensilien besser trennen könnt. Zusätzlich dazu hat der Trenner 2 einzelne Netze auf der Unter- und auf der Oberseite. Und hier vorne im Tankrucksack ist nochmal ein separates Netz. Super praktisch für Schlüssel oder andere kleine Teile, wo ihr mal schnell dran müsst, die nicht lose drin rumfallen sollen. Im oberen Bereich haben wir nochmal eine Netztasche mit einem Reißverschluss. Ich habe meistens meine Fahrzeugpapiere da. Und hier oben nochmal 2 Fächer für Kugelschreiber oder für Ohrstöpsel, die ihr beim Fahren habt. Ist bei mir auch in der Röhre verstaut, habe ich hier oben drin. Beim Hauptfach ist zu sagen, wenn ihr das komplett haben wollt, weil ihr vielleicht eine große Kamera transportieren wollt, der Raumteller ist mit Klettverschluss befestigt und dann könnt ihr einfach rausziehen und wegnehmen, wenn ihr den vollen Bereich haben wollt. Der Deckel ist so designt, dass er immer von selbst zufällt, dass ihr bei Fahrtwind euer Inhalt nicht verliert. Auf der Oberseite habt ihr nochmal ein Neoprenfach und im äußeren Deckel habt ihr nochmal ein Netzstaufach mit einem kleinen Reißverschluss. Dort könnt ihr Sachen wie zum Beispiel eine Warnweste perfekt verstauen. Außen haben wir nun folgende Funktion. Auf der Oberseite seht ihr das Mollefeld. Dort habt ihr eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel einen Handyhalter montieren, entweder mit einem Offset nach links oder nach rechts.
Wir haben das für ein Tablet oder für normale analoge Karten, die ihr oben drauf machen könnt, oder einfach für weitere Sachen, die ihr drin gerne verstauen möchtet, eine Powerbank etc. Was auch möglich wäre, wären der kleine Microbag oder das First Aid Kit hier oben zu montieren. Das funktioniert über ein normales Molle-System mit Klett. Simple, easy, schnell. Nächste Möglichkeit fürs Molle-System. Wir bieten ja auch diese Woyle-Straps an. Das sind Gummistraps, die ihr durch das Molle-System durchfädeln könnt und damit universelle Sachen festmachen könnt, die kein eigenes Molle-System auf der Rückseite haben. Die gibt es in 2 verschiedenen Größen, einmal in klein, einmal in groß. Wirklich ein sehr praktisches Stück. Dann haben wir hier an der Seite nochmal das Gewebeband mit dem Brillensymbol. Das ist nicht nur für eine Sonnenbrille, sondern ihr könnt auch diese Molle Strap Retainer benutzen und die hier dran machen. Und hier zum Beispiel, wenn ihr eine GoPro oder andere Actioncams auf der Oberseite montiert, das als Fangseil mit benutzen. Ursprünglich gedacht natürlich für die Sonnenbrille, deswegen ist auch das Bild. Es geht am besten immer mit 2 Händen, der sitzt nämlich tatsächlich ziemlich straff, muss es auch, denn das soll ja auch während der Fahrt nicht verloren gehen. Kommen wir zum letzten Punkt. Das sind die Verschlüsse. Bei ganz vielen seht ihr das, dass die Lasche hier unten sehr kurz ist und die Hälfte vom Verschluss nicht verdeckt ist. Mir war das wichtig, dass das komplett eine große Auflagefläche ist und damit der komplette Klickverschluss abgedeckt ist und euer Lack geschützt ist. Und wie ihr das am besten am Motorrad befestigt, seht ihr unten in der Beschreibung, da ist der Link.